Der 1. Juli 1997 war ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte Hongkongs. An diesem Tag verließ Christopher Patten, der letzte Gouverneur des britischen Hongkongs, in Begleitung seiner Familie und Prinz Charles die Weltmetropole, und somit wurde die koloniale Zeit beendet. Die Souveränität Hongkongs wurde offiziell an China zurückgegeben. Seitdem ist der 1. Juli als der Gründungstag der Hongkonger Sonderverwaltungszone zum Feiertag geworden. Die ersten paar Jahre nach dem Souveränitätswechsel verliefen noch relativ ruhig. Doch wurde der Einfluss Chinas peu à peu spürbarer und 2003 gab es den ersten großen Ausbruch, und zwar die Gesetzgebung des Artikels 23 des Hongkonger Grundgesetzes, welches als Antisubversionsgesetz gesehen wurde. Viele Hongkonger waren wütend auf die Regierung, weil die Meinungs- bzw. Pressefreiheit dadurch gefährdet war. Infolgedessen gingen am 1. Juli 2003 eine halbe Million Menschen gegen die Gesetzgebung auf die Straße. Der Gesetzesentwurf wurde zurückgezogen. Es war die zweitgrößte Demonstration in Hongkong nach dem Tiananmen-Massaker im Jahr 1989, als 1 Million Menschen protestierten. Seit der Anti-Artikel-23-Demonstration ist der 1. Juli von einem Feiertag zu einem Protesttag geworden. Jedes Jahr fand an diesem Tag eine große Demonstration statt, die von der Civil Human Rights Front organisiert wurde, und das Motto änderte sich von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel war das Motto von 2014 die direkte Nominierung von Kandidaten für den Regierungschef durch die Bevölkerung sowie die Abschaffung der berufsständischen Wahlkreise im Hongkonger Wahlsystem. In den letzten Jahren richtete sich der Schwerpunkt auf die politische Einmischung der chinesischen Regierung. Nur eines bleibt unverändert: der Anspruch auf eine liberale Gesellschaft. Niemand möchte an diesem Tag den Souveränitätswechsel feiern, zumindest nicht, bevor wir die von Peking zugesagte Demokratie und Freiheit bekommen. Diese jährliche Demonstration ist Teil der Kultur Hongkongs. Die Kreativität von Hongkongern lässt sich bei den Protesten so gut nach außen präsentieren, dass die 1. Juli-Demonstration eine Art touristische Attraktion geworden ist. 2019 stellte wegen der großen Protestwelle gegen die Änderung des Auslieferungsgesetzes einen Wendepunkt dar. Das Vertrauen der Hongkonger in die Regierung erlebte einen historischen Tiefpunkt. 2020 verbot die Polizei aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal den Antrag zur 1. Juli-Demonstration. Obwohl im Vergleich zu anderen Ländern der Einfluss der Pandemie in Hongkong kaum spürbar war. Nach der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes im Sommer 2020 ist das Thema Protest gegen die Regierung somit gestorben. Das Nationale Sicherheitsgesetz hat der 1. Juli-Demonstration ein Ende gesetzt, und somit ist eine Epoche zum Ende gekommen, in der Redefreiheit und Pressefreiheit in Hongkong noch vorhanden waren. Während die ganze Welt derzeit mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, leiden die Hongkonger nur weiter unter der zunehmenden Unterdrückung durch ihre eigene Regierung.